Der Tag, an dem alles zu Ende ging, begann wie jeder andere. Helena war immer eine würdevolle Frau gewesen, jemand, der sein Leben lang Verantwortung getragen hatte. Mit 62 Jahren trug sie die Spuren harter Arbeit in ihrem Gesicht, aber auch die stille Zufriedenheit einer Mutter, die glaubte, alles für ihre Familie richtig gemacht zu haben. Sie hatte 2 Kinder fast allein großgezogen, über 3 Jahrzehnte als Näherin gearbeitet und dabei ihre eigenen Wünsche immer hinten angestellt. Reisen, Träume, ein ruhiges Leben, all das hatte sie geopfert, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch an diesem Tag wurde ihr klar, dass all diese Opfer keine Bedeutung mehr hatten. Die Worte ihres Sohnes trafen sie wie ein Schlag. Du musst dieses Haus verlassen. Es war kein Streit, kein Drama, nur kalte Gleichgültigkeit. Helena sah ihn an, suchte nach einem Funken Menschlichkeit, doch da war nichts mehr. Die Frau, die einst sein Zuhause war, war für ihn nun nur noch eine Last. Verwirrt fragte Helena leise: Wie, verlassen? Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Doch die Antwort kam nicht von ihrem Sohn, sondern von ihrer Schwiegertochter, deren Ton von Ungeduld und Kälte geprägt war. Dieses Haus gehört jetzt uns. Es steht auf seinen Namen. Du hast hier lange genug gelebt. In diesem Moment begann Helena zu verstehen. Dieses Haus, das sie mit harter Arbeit bezahlt hatte, gehörte ihr nicht mehr. Jeder Ziegel, jede Wand war durch ihre Opfer entstanden, doch sie hatte alles aus Liebe auf den Namen ihres Sohnes überschrieben. Ein Fehler, der nun wie ein Urteil über ihr Leben stand. Ricardo wich ihrem Blick aus, unfähig, sich seiner eigenen Tat zu stellen. Es ist besser für alle, murmelte er. Für alle, nur nicht für sie. Kurz darauf wurde ihre Tasche vor die Tür gestellt, ohne Respekt, ohne Zögern. Helena stand da, mit nichts als dem, was sie tragen konnte, während sich die Tür langsam vor ihr schloss. Die ersten Nächte auf der Straße waren ein Schock, den sie nie für möglich gehalten hätte. Die Kälte kroch durch ihre Kleidung, der harte Boden ließ sie kaum schlafen und die Stille der Nacht verstärkte ihre Einsamkeit. Helena, die ihr ganzes Leben lang für andere gesorgt hatte, war plötzlich unsichtbar geworden. Niemand sah sie, niemand kümmerte sich um sie. Eingehüllt in eine alte Decke versuchte sie, ihre Tränen zu verbergen, doch der Schmerz war zu groß. Nicht die Kälte war es, die sie zerstörte, sondern der Verrat. Immer wieder stellte sie sich dieselbe Frage: Wo habe ich versagt? Doch je länger sie dort saß, desto klarer wurde ihr, dass sie nicht so enden wollte. Am 3. Tag stand sie auf, trotz Müdigkeit und Schmerz. Sie wusste, dass sie eine Entscheidung treffen musste. Sie konnte dort bleiben und aufgeben, oder sie konnte kämpfen. Und genau in diesem Moment entschied sie sich, ihr Leben zurückzuholen. Ohne Geld, ohne Zuhause und ohne Familie begann Helena von vorne. Doch sie hatte etwas, das ihr niemand nehmen konnte: ihre Stärke. Als sie ein kleines Restaurant fand, das jemanden für die Küche suchte, ergriff sie die Chance sofort. Der Besitzer war skeptisch, als er sie sah. »Glauben Sie wirklich, dass Sie das schaffen?« fragte er. Helena sah ihn ruhig an und antwortete: »Ich schaffe alles.« Und sie bewies es jeden Tag. 12 Stunden Arbeit, schmerzende Hände und ein müder Körper hielten sie nicht auf. Sie beschwerte sich nicht, sie gab nicht auf. Eines Tages, als der Koch plötzlich fehlte und Chaos in der Küche ausbrach, trat Helena vor und bot ihre Hilfe an. Zuerst wurde sie belächelt, doch sie ließ sich nicht beirren. Ohne ein weiteres Wort stellte sie sich an den Herd und begann zu kochen. Was dann geschah, überraschte alle. Die Gerichte, die sie zubereitete, waren einfach, aber perfekt. Der Geschmack, die Balance, die Wärme, alles war außergewöhnlich. Die Gäste bemerkten sofort den Unterschied. Stimmen wurden laut, Fragen stellten sich: Wer hat das gekocht? Der Besitzer war sprachlos, als er erkannte, welches Talent sich all die Zeit vor seinen Augen verborgen hatte. Von diesem Moment an änderte sich alles. Helena wurde nicht länger als einfache Hilfskraft gesehen, sondern als Herz der Küche. Innerhalb weniger Monate wurde sie zur Chefköchin und ihre Gerichte zogen immer mehr Gäste an. Ein Jahr später erhielt sie ein Angebot, das ihr Leben endgültig verändern sollte: ihr eigenes Restaurant zu eröffnen. Sie zögerte kurz, denn die Erinnerungen an die Straße, die Demütigung und den Schmerz waren noch frisch. Doch sie wusste, dass sie diese Chance nicht verstreichen lassen durfte. Mit einem ruhigen, aber entschlossenen Ja begann ein neues Kapitel. Jahre vergingen.
Und der Name Helena wurde zu einer Marke. Ihr Restaurant wurde zu einer erfolgreichen Kette und ihre Geschichte inspirierte Menschen weit über ihre Stadt hinaus. Doch trotz all ihres Erfolgs blieb eine Wunde offen. 5 Jahre nach ihrem Fall stand sie wieder vor dem Haus, das einst ihr Zuhause gewesen war. Ein elegantes Auto hielt vor dem Eingang und als sie ausstieg, war sie kaum wiederzuerkennen. Die einst gebrochene Frau war verschwunden. An ihrer Stelle stand jemand, der Stärke und Selbstbewusstsein ausstrahlte. Sie ging langsam zur Tür und klopfte. Als die Tür sich öffnete, erstarrte ihre Schwiegertochter vor Schock. »Du«, brachte sie hervor. Helena lächelte, doch es war kein warmes Lächeln. Es war das Lächeln einer Frau, die alles verloren und sich alles zurückgeholt hatte. »Habt ihr mich vermisst?«, fragte sie ruhig. Ricardo erschien hinter seiner Frau, doch ihm fehlten die Worte. Ohne zu warten trat Helena ein. Sie sah sich um und erkannte, dass sich nichts verändert hatte, außer ihr. Mit ruhiger Stimme sagte sie, »Dieses Haus wurde mit meinem Geld gekauft.« Stille erfüllte den Raum, schwer und erdrückend. Ricardo versuchte, die Kontrolle zu behalten, doch seine Unsicherheit war deutlich sichtbar. »Das steht auf meinen Namen«, sagte er nervös. Helena reagierte nicht sofort. Stattdessen öffnete sie langsam ihre Tasche und legte mehrere Dokumente auf den Tisch. Dann sagte sie nur ein einziges Wort: Betrug. Die Wirkung war sofort sichtbar. Sein Gesicht verlor jede Farbe und auch die Schwiegertochter war plötzlich sprachlos. Helena erklärte ruhig, dass sie die Wahrheit herausgefunden hatte und der Fall bereits vor Gericht war. Es gab kein Zurück mehr. Monate später wurde das Urteil gefällt. Das Haus wurde ihr zurückgegeben, Konten wurden gesperrt und die Schulden ihrer Kinder kamen ans Licht. Alles, was sie aufgebaut hatten, zerfiel, genauso wie sie einst ihr Leben zerstört hatten. Helena jedoch kehrte nicht zurück, um dort zu leben. Sie hatte sich längst von der Vergangenheit gelöst. Stattdessen verkaufte sie das Haus und nutzte einen Teil des Geldes, um anderen zu helfen. Sie unterstützte ältere Menschen, die wie sie einst verlassen worden waren, gab ihnen eine zweite Chance und ein Gefühl von Würde zurück. Denn sie wusste genau, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren. Für Helena war das kein Akt der Rache mehr, sondern ein Abschluss. Sie hatte nicht nur ihr Leben zurückgewonnen, sondern auch ihren inneren Frieden gefunden. Im Leben bedeutet ein Sturz nicht immer das Ende. Manchmal ist er der Anfang von etwas Größerem. Helena verlor alles, doch sie fand sich selbst wieder. Und vielleicht ist das der größte Sieg von allen. Jetzt bleibt nur eine Frage. Wenn du an ihrer Stelle gewesen wärst, hättest du vergeben oder wärst du denselben Weg gegangen?